Ich bin aufgeregt. Was hast du Angst zu verpassen? Mein Leben. Ich habe Angst, das Typische, dass mein Leben einfach, dass ich nichts Aufregendes gemacht habe. Und aufregend, das kann ja ganz egal sein, ich rede jetzt nicht nur von Reisen oder so, sondern so ganz banale Sachen, dass man nicht wirklich zu sehr, auch wirklich zu viel Social Media tatsächlich. Ich habe das heute gemerkt, an so einem Tag, wo ich gewartet habe und auf sowas sinnlos, auf eine Spedition, und dann wusste ich nicht, irgendwas mit mir anzufangen, weil irgendwie ich habe meinen Sportschuh nach hinten verschoben und das schien immer weiter wegzurücken, weil die Spedition nicht kam. Dann wollte ich nicht rausgehen, weil ich gedacht habe, in dem Moment, wo man rausgeht, kommt es doch immer. Und ja, irgendwie auf Instagram irgendwas kommentieren oder so für woanders vegan war irgendwie auch nicht so, was zu posten war auch, es war ganz, sondern so wie gerade TikTok und so, und irgendwann habe ich dann zum Lesen und dann das war wieder so ein Punkt, ich dachte, okay, das ist gut, irgendwie so, dass man dann auch so kleine Sachen, das auch irgendwie lesen, sich mehr Zeit nehmen für sich. Ja, es ist einfach wirklich, ich habe Angst, mein Leben zu verpassen und auch diese in schlechten Gedanken festzusitzen. Ist es auf Dinge, die noch Wochen oder eine Woche voraus sind, das ist, ja. An was denkst du, wenn du das Wort scheinheilig hörst? An was ich denke? An Personen, die Dinge sagen, für was stehen, aber das selbst gar nicht leben oder gar nicht umsetzen. Was fasziniert dich an Modemarken bekannter Künstler, Justin Bieber, Rihanna? Was mich fasziniert, das ist, ich glaube, es hat nichts mit Faszination zu tun, es hat einfach, obwohl vielleicht ist Fangirling oder wie man das nennt, ich weiß nicht, was der männliche Ausdruck ist, ja, vielleicht hat es auch was mit Faszination zu tun, aber ich glaube einfach, der Name macht einfach für mich immer was cooler. Ich bin jetzt sagen wir mal, also Justin Bieber ist einfach, ich bin jetzt dabei. Ich sehe voll viele Leute, die in diesen Shirts und so rumlaufen und denke mir so, ja, das ist keine Ahnung, warum das geil ist. Ein stinknormales T-Shirt, wo einfach nur halt die Marke, aber so ist es mit jedem Markending, ne? Aber für mich strahlt es dann automatisch so ein Vibe aus. Auf den Zug möchte ich gerne aufspringen. Gleichzeitig werde ich auch ganz viel wieder, dass ich mich da auch immer wieder wachrüttle, gerade was so zum Beispiel, was mega gehypt wird, wie diese Kosmetikmarken, wo ich ganz oft dann irgendwie auch irgendwann merke oder Leute dann sagen so, hey, guckt mal lieber auf die Inhaltsstoffe, und dann bin ich wieder ganz woanders. Was aus High Fidelity, der Serie, hättest du gerne in deinem Leben? Richtig schlimm. Ich hätte gern ihren Klamottenstil. Es ist für mich so der Inbegriff von so, ja, Melina. Und auch irgendwie ist es der Musikgeschmack. Ich glaube, das hat wieder eine Faszination von einer Ära, die vorbei ist einfach. Aber das war das Erste, was ich mir immer denke, was ich auch schon auf Pinterest gegoogelt habe. Zoe Kravitz, Klamottenstil und dann High Fidelity. Das ist halt irgendwie was, das wirkt irgendwie cool und dann auch selbstsicher, aber dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen verletzlich. Das war das. Ich habe überlegt, wahrscheinlich würde Finn auch sagen, der Charakter, aber das finde ich sehr schwierig. Es sind sehr schwierige Charakterzüge. Was ist für dich Heimat? Clever.
Kann ich so gar nicht fassen, glaube ich. Ich glaube, für mich ist Heimat kein Ort, also auf gar keinen Fall ein Ort, weil Orte sind Gewöhnungssache, meiner Meinung nach. Was wiederum was zur Heimat macht, ist die Leute, glaube ich, mit denen du dich umgibst und natürlich auch doch gewissermaßen, wie wohl fühlst du dich in einer Area, in einem Bereich. Und da ich das erst einmal erlebt habe mit einem kleinen Umfang, mit dem Umzug hier in Rheingau, finde ich das so schwierig zu betiteln. Deswegen ist es für mich oberflächlich einfach Leute, die ich mag und mit denen ich in diesem Umfeld auch klarkomme. Leidenschaftliches Brasilien oder reserviertes Japan? Oh, das ist gemein. Japan oder Brasilien? Ich habe mich mit Brasilien zu wenig auseinandergesetzt, deswegen bin ich Japan, weil Japan ist für mich Faszination, einmal auch Überforderung, aber gleichzeitig neben diesen großen, lauten, turbulenten Städten unfassbare Natur. Mit Brasilien habe ich mich zu wenig auseinandergesetzt. Außerdem schreckt mich die Regierung ab, was dem Ganzen ja aber nicht schaden sollte. Was ändert sich, wenn du dein Ziel 75 Kilogramm zu wiegen erreicht hast? Was sich für mich ändert. Ich hoffe, dass ich mit 75 Kilo so aussehe, wie ich das in meinem Kopf mir erhoffe. Und ein großer Punkt ist ja immer, dass ich gerne, oder ein Hauptziel war ja, dass ich in jede gängige Klamottengröße passe. Egal, welcher Laden es ist. Und natürlich auch noch ein Stück weit Selbstbewusstsein, was ich mir erhoffe, dadurch zu bekommen. Das war sehr kurz heute, ne?